So, ja, Nathalie, wir sind jetzt in deiner schönen Praxis mit der tollen Aussicht und ja, vielleicht willst du dich noch mal kurz vorstellen. Was machst du? Wo sind wir hier? Wie kann man dich finden? Und ja, einfach zu deiner Person. Das wäre super. Ja, vielen Dank, Sebastian. Ich freue mich total, dass du den Weg zu mir gefunden hast und ja, freue mich, euch hier im Hohenloher Land in Baden-Württemberg begrüßen zu dürfen. Ich habe meine Praxis in Bitzfeld, bin schon seit 2016 ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, betreue mittlerweile deutschlandweit zu sämtlichen gesundheitlichen Themen. Die Hälfte mache ich hier offline in Präsenz in meiner Praxis und die andere Hälfte, wie gesagt, deutschlandweit. Und großes Thema ist einmal die HPU, Entgiftungsstörung, weil ich die selber habe. Weiteres Thema ist die Histaminintoleranz, von der ich auch betroffen bin, und die Kombi ist halt wirklich relativ häufig. Aber ansonsten mache ich halt auch sämtliche andere Themen. Detox-Kur gerade aktuell, die läuft als Gruppencoaching oder auch mal Abnehmkurse. Ja, genau. Schön. Ja, du hast ja die Vittoria Kristallmutter. Seit wann hast du die? Wie bist du dahin gekommen, dass du dich dafür entschieden hast? Ich habe sie jetzt schon bald 2 Jahre, genau. Und bin eigentlich so drauf gekommen, dass ich was wollte für die Durchblutung. Also gerade durch die HPU-Entgiftungsstörung habe ich halt auch oft mit Muskelschmerzen zu tun, in den Beinen oder generell überall. Ich habe es auch an meine beiden Söhne beide vererbt und die haben das auch. Die machen relativ viel Sport und dann haben wir gedacht, wir brauchen da was. Durch eine Vorgeschichte, meine Mama, die ist halt leider mit 56 gestorben am Schlaganfall und hatte auch eine Embolie in den Beinen. Und da war halt immer das Thema Durchblutung, wie können wir die fördern und steigern. Und so kam ich dann auf eine andere Matte zuerst mit rein Magnetfeldtherapie. Habe mir die dann auch ausgeliehen und bin da schön 30 Tage drauf gelegen, aber irgendwie hat es gar nichts gebracht. Ich habe nichts gespürt. Und wie das dann so manchmal ist, ich weiß nicht, an was es liegt, wenn man nach Matten sucht, kam dann die Vittoria-Matte aufgeploppt. Und dann war ich sofort verliebt, weil ich bin ja so ein großer Steine-Fan. Sieht man hier überall in meiner Praxis. Und dann habe ich gedacht, die passt zu mir. Und ich wollte auch immer eine Infrarotsauna. Ja, und so konnte ich das dann eigentlich ganz gut verargumentieren, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu haben, und bin total happy. Ja, super, cool. Und du hast ja dann auch sicher Erfahrungen damit gesammelt und wendest die auch hier in der Praxis an. Ja, also ich wende sie in meiner Praxis nicht an, nein. Stimmt gar nicht, ich empfehle sie nur immer weiter. Also ich habe sie im Privathaus liegen und es dürfen schon immer mal Klientenprobe liegen, sagt man so. Aber in Zukunft möchte ich tatsächlich auch hier in der Praxis mal noch eine Liege haben, dass, wenn wir einen Therapieplan durchsprechen, auch da wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe bekommen können und dass dann meine Klienten schön entspannen können auf der Matte. Weil sonst wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, ist es mit der energetischen Reinigung immer noch so eine Sache. Ich möchte jetzt nicht jeden drauf liegen lassen, aber ich habe einige Klienten, die die Matte eben auch haben und höre da unterschiedliche Sachen, also von bis, klar, ein besserer Schlaf oder halt viel mehr Energie. Schmerzprogramm, ich habe auch viele Migränepatienten, ist es super, oder Rückenschmerzen. Ja. Was war so deine beste Erfahrung so mit der Mathe? Hast du gesagt, ja, da hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Also ich wende sie am allerliebsten direkt vorm Schlafengehen an, liege ich drauf und ich schlafe dann so fest und so schön ein, also ja, unbeschreiblich. Ja, und natürlich auch dieses Muskelentspannungsprogramm, das läuft bei uns auch ständig. Mhm. Cool. Ja, du hast ja gesagt, du empfiehlst sie immer weiter. Ja. Warum empfiehlst du die immer weiter? Und du bist ja jetzt schon einige Zeit Partnerin bei uns. Wie ist so dein Gefühl, mit uns zusammenzuarbeiten, und warum macht das vielleicht Spaß oder auch nicht? Oder? Ja, ich empfehle sie wirklich sehr gerne weiter, weil bei mir gehört halt Körper, Geist und Seele zusammen. Und irgendwann ist mal genug mit Nahrungsergänzungsmittel einwerfen, was zum Beispiel HPU sehr viel braucht, durch die Mangelerscheinungen.
Aber ja, es spielt einfach so vieles rein und da merke ich, die meisten Leute brauchen eigentlich was für mentale Gesundheit und für die Entspannung und da kann halt die Vittori-Matte total super helfen. Also es ist wie so ein super Wellnessgerät, finde ich, irgendwie für zu Hause, inklusive ein paar therapeutischen Anwendungen, eben gerade mit der Wärme. Also nichts Schöneres, als wenn ich zum Beispiel jetzt da hier im Winter mit dem Hund Gassi war und dann heimkomme und die Vittori-Matte schon mal auf 52 Grad, ist meine Lieblingstemperatur, anhabe und sich da mal aufwärmen kann. Also das ist wirklich total schön. Und ja, ich empfehle sie halt deswegen gerne weiter, weil man sich was Gutes damit tun kann. Und was war noch die Frage? Wie findest du so die Zusammenarbeit zwischen uns und dir oder Vittori und dir? Die Zusammenarbeit finde ich sehr, sehr herzlich und ganz authentisch. Also macht richtig Spaß, man kriegt immer gleich Antworten, Bescheid und ja, eben auf kurzen Wegen. Das gefällt mir sehr gut. Schön. Was würdest du denn anderen Therapeuten empfehlen, die jetzt sagen, oh, ich habe auch eine Praxis, ich habe die Vittori-Matte, ich möchte jetzt auch anfangen zu empfehlen, so wie, was könntest du dir mitgeben? Du hast ja schon einige Matten erfolgreich weiterempfohlen, hast die testen lassen oder einfach so weitergegeben. Wie sollte man denn am besten starten bei Vittori, nicht nur wenn man Therapeutin ist und eine Praxis hat, sondern auch so Lust hat jetzt anzufangen? Wie ist so deine Erfahrung? Wie bist du eingestiegen? Wie ist das Ganze losgetreten bei dir? Ja, also egal wenn ich was empfehle, ich teste das immer vorab bei jeder Sache und so war es eben auch bei der Vittori-Matte. Ich habe die, wie gesagt, in erster Linie ja für mich persönlich bestellt und benutzt, aber bin halt so sehr begeistert wie selten von was. Und und ich glaube, durch die Begeisterung ist es einfach so übergeschwappt und habe jetzt so viele Empfehlungen eben schon. Und ich denke, ja, jeder, der so ein bisschen tickt, gerade wie ich jetzt auch mit so verschiedenen Ebenen zu arbeiten, es braucht sowas eigentlich noch dazu. Also für die Empfehlung quasi Authentizität Ja. und nicht nur einfach, ja, da kann ich ein bisschen von profitieren, kauf dir das, sondern... Nee, es muss auf jeden Fall passen. Also sehr gute Freundin von mir, die ist Yoga-Lehrerin und wenn die dann zum Beispiel Rückenschmerzen hat, dann sagt sie, komm schon vorbei, nicht nur auf eine Tasse Tee, sondern du legst dich einfach hin auf die Vittori-Matte und mir quatsche dann da die 40, 50 Minuten, während das Schmerzprogramm läuft und ich glaube, so kommt es dann rüber und so ist es in Gang gegangen. Ich sag jetzt, Ja, ins Rollen gegangen. Genau. Ja, du hast ja auch einen Hund. Liegt der auch manchmal auf der Matte oder scheut er davor zurück? Oder? Du hast ihn ja vorhin kennengelernt, das ist ein Shiba Inu. Und der Thiago, der lag einmal mit drauf, aber ist sofort wieder runtergesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist ganz ängstlich und es kam ihm irgendwie komisch vor. Deine Familie nutzt die Matte auch regelmäßig? Ja, alle nutzen sie regelmäßig. Okay. Du hast ja für dich in erster Linie gekauft, aber dann auch im Endeffekt ja für deine Familie. Wie oft wird die von deiner Familie benutzt? Was ist so da das Feedback? So als letzte Frage, weil mehr fällt mir nicht ein jetzt. Ja, also jetzt zum Beispiel, ich benutze sie wirklich so 2-3 Mal die Woche und wenn ich die halt dann schon anschalte und es ist so kurz vorm ins Bett gehen, dann kommt meistens noch mein jüngerer Sohn David dazu und sagt, ich will auch noch mit drauf, bevor ich ins Bett gehe. Dann liegt man dann zu zweit drauf und ich genieße das ganz arg, dann lesen wir dann ein Buch. Und ja, meine anderen beiden Männer, die liegen eigentlich drauf, wenn sie eben gerade Überlastungen haben durch viel Sport oder so. Oder Muskelschmerzen, genau. Das kann sein, alle 2 Wochen mal oder ja, einfach nach Bedarf. Ja. Was war deine Intention? Was wolltest du mit der Matte noch erreichen? Du hast ja erzählt, du wolltest den informativen Wärmesauger kaufen. Das konntest du dir dann sparen. Ne? Kein Platz, der da noch flöten geht, sondern es ist alles integriert. Und ja, so was ja, die Infrarotwärme, das ist echt ein Riesenthema bei uns eigentlich, weil ich so ein frösteliger Typ bin oder generell immer nur eine Temperatur von 36,3 oder so habe. Und ich habe mir da echt versprochen, dass ich die damit hochbekomme. Und es geht tatsächlich bis zu einem halben Grad, dass man sie hochbekommt, wenn man regelmäßig drauf liegt, bis
36,8 und dann laufen halt auch die ganzen Enzyme viel besser, wie jetzt in meinem Beispiel zum Beispiel die beiden abbauenden Enzyme fürs Histamin, einmal DAO heißt die und die HNMT, Histamin-N-Methyltransferase und ja, generell alles läuft dann, der ganze Motor läuft besser, wenn man ja, eine bessere Temperatur hat. Mhm. Kannst du noch irgendwas aus deinem Wissen als Therapeutin weitergeben, so ganz allgemein, so was du vielleicht auch in Bezug zur Mathe, weil darum geht es ja, so zu den Therapieformen oder so, was du, welche Prozesse, was ich optimieren kann. Ich meine, jeder ist ja anders. Ne? Du hast jetzt deine Erfahrung gemacht, ne? Ein anderer hat ja die Erfahrung gemacht, dass er halt keine Migräne mehr hat oder seine Knochendichte oder das Blutbild besser wurde. So, was kannst du allgemein da noch weitergeben an Wissen, was sich dann ändern kann? Positiv. Ja, also hast schön gesagt, jeder ist anders, das heißt übrigens auch bei der Homepage. Also die Durchblutung wird eben verbessert, dadurch kann halt auch die Migräneattacken weniger werden und durch das Schmerzprogramm natürlich sowieso habe ich auch eine Empfehlung, die das jeden Mittag nimmt, zum Powernap da drauf zu liegen und hat seitdem viel weniger Schmerzen, es entspannt einfach, es relaxt. Ich persönlich mag sehr die Schumann-Frequenz, weil die mich einfach erdet, gerade wenn ich hier im Raum so viele Energie hatte von meinen Klienten, dann nutze ich das ganz bewusst, dass ich da mal drauf gehe. Man kann auch schön barfuß laufen im Gras, aber ja, bin ein großer Fan sowieso von Frequenzen. Ja. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass diese Erfahrung euch bereichert hat, dass euch viel Wissen vermittelt wurde, ein weiterer Blickpunkt, eine Blickweise auf die Mathe, auf die Erfahrung mit der Mathe. Und wenn ihr genau solche Erfahrungen habt, meldet euch gerne bei uns. Wir kommen gerne zu euch, filmen eure Geschichte ab und dann sehen wir uns auch vielleicht bald schon ganz persönlich.